Hast du jemals daran gedacht, dass unsere moderne Technologie vielleicht gar nicht so einzigartig ist? Was, wenn antike Zivilisationen bereits über Wissen und Fähigkeiten verfügten, die wir erst heute langsam verstehen? Stell dir vor, es gibt Hinweise darauf, dass vor Tausenden von Jahren chirurgische Eingriffe durchgeführt wurden, die so präzise waren, dass sie mit heutigen medizinischen Standards mithalten können. Oder dass Megalithstrukturen existieren, die nur mit enormem technischem Know-how gebaut worden sein können. Klingt unglaublich, oder? Doch das ist erst der Anfang. Bleib dran und erfahre, warum Wissenschaftler glauben, dass die Menschen der Vergangenheit möglicherweise Technologien nutzten, die weit über unser bisheriges Verständnis hinausgehen. Wir sprechen von Mauern, die älter sind, als es die ersten bekannten Bewohner der Region waren. Von Wasserleitungssystemen, die den modernen Standards kaum nachstehen. Und sogar von geheimnisvollen Artefakten, die so fortschrittlich sind, dass sie entweder von einer verlorenen Hochkultur oder, wie manche behaupten, von einer außerirdischen Quelle stammen könnten. Die Geschichte, die wir zu erzählen haben, wirft Fragen auf, die unsere Sicht auf die Vergangenheit komplett verändern könnten. Warum verschwanden diese Technologien plötzlich? Wer hatte dieses Wissen und wie weit reichte es wirklich? Und vor allem, was können wir daraus lernen? Wenn du glaubst, dass wir die Spitze der technologischen Möglichkeiten erreicht haben, könnte dieses Video deine Meinung komplett ändern. Tauche mit uns ein in eine Welt voller Rätsel, Legenden und unglaublicher Entdeckungen, die dich zum Staunen bringen werden. Abonniere unseren Kanal, um keine Geheimnisse der Vergangenheit zu verpassen. Tief im Kaimanawa-Wald in Neuseeland liegt eine Struktur, die bis heute Rätsel aufgibt. Auf den ersten Blick mag sie wie eine natürliche Felsformation wirken, doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich eine ungewöhnliche Perfektion. Massive Steinblöcke scheinen präzise gestapelt zu sein, als hätte eine hochentwickelte Zivilisation sie geschaffen. Doch wer könnte das getan haben? Und vor allem, wann? Ein Teil der Mauer ist sichtbar, doch der Großteil liegt unter dem Waldboden begraben. Einige Forscher vermuten, dass sie Dutzende Meter tiefer reichen könnte, was darauf hinweist, dass das sichtbare Stück nur ein Bruchteil einer viel größeren Struktur ist. Dieses Detail macht die Mauer umso geheimnisvoller. Die Datierung der Mauer ist ein weiteres Rätsel. Einige Geologen schätzen sie auf etwa 2000 Jahre, während andere behaupten, sie könnte 4, 6 oder sogar 10-mal so alt sein. Die Steine selbst, vulkanisches Ignimbrитgestein, wurden auf 300.000 Jahre datiert. Doch bedeutet das, dass die Mauer so alt ist? Ein Forscherteam unter Leitung von Barry Brailsford zog 1996 eine faszinierende Parallele. Die Mauer könnte mit anderen Megalithstrukturen im Pazifik und in Südamerika verwandt sein. Dies deutet auf die Möglichkeit hin, dass es eine globale Zivilisation oder ein Netzwerk gab, das Wissen über solch monumentale Bauwerke teilte. Einige Theorien gehen sogar noch weiter. Es wird spekuliert, dass die Erbauer fortschrittliche Technologien besaßen, wie frühe Formen von Elektrizität, die Bearbeitung von Glas und Metall oder sogar Levitationstechniken, um die gigantischen Steine zu bewegen. Doch es gibt auch eine natürliche Erklärung. Geologe Philip Andrews argumentierte, dass die Mauer ein Ergebnis vulkanischer Prozesse ist. Die Blöcke könnten durch die Abkühlung des Gesteins entstanden sein, was zu den glatten, blockartigen Frakturen führte, die wie von Menschen bearbeitet wirken. Könnte diese Mauer Teil einer unbekannten Zivilisation sein, die einst die Inseln des Pazifiks beherrschte? Die Wahrheit bleibt verborgen, tief im Dschungel von Neuseeland. Im Jahr 1971 wurde ein mysteriöser Fund gemacht, der bis heute Wissenschaftler fasziniert. Ein ägyptischer Sarkophag wurde von Ägypten in das Rosicrucian Museum in Kalifornien gebracht. Erst 20 Jahre später kam heraus, dass die darin enthaltene Mumie ein Geheimnis barg, ein Metallimplantat, das biomechanisch so fortschrittlich ist, dass es mit heutigen Standards für Orthopädie vergleichbar ist. Dieses Implantat, ein etwa 23 cm langes Stück Metall, war präzise in das linke Knie der Mumie eingesetzt worden. Es diente offenbar als Orthopädieschiene und wurde mit einer Art organischem Harzkleber befestigt, der modernen Knochenzementen ähnelt. Das Erstaunliche an diesem Fund ist die chirurgische Präzision, mit der die Schiene angebracht wurde. Sie entspricht biomechanischen Prinzipien, die normalerweise erst in der modernen Medizin verfügbar sind. Doch wer war diese mysteriöse Mumie? Der Sarkophag gehörte ursprünglich einem Priester namens Usamontu, doch die Mumie stammte nicht von ihm. Nach eingehenden Untersuchungen stellte sich
sich heraus, dass der Körper zu einem ägyptischen Mann der Oberschicht gehörte, der zwischen dem 16. und 11. Jahrhundert vor Christus lebte. Der Mann war nur etwa 1,52 Meter groß und hatte auffällig rotes Haar, eine Seltenheit in der Region. Die Entdeckung des Implantats führte zu einer wissenschaftlichen Kontroverse. Zunächst dachten Experten, das Metallstück sei modern und wurde nachträglich hinzugefügt. Doch Röntgenscans und chemische Analysen bestätigten, dass das Implantat tatsächlich etwa 2600 Jahre alt ist. Wie konnten die alten Ägypter eine so präzise Operation ohne moderne Werkzeuge durchführen? Das bleibt ein Rätsel. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass ähnliche Eingriffe in der Antike durchgeführt wurden, was diesen Fund einzigartig macht. War dieses Implantat ein Einzelfall? Oder gibt es weitere Beweise für fortschrittliche Medizin in der Antike? Oder war dieser Eingriff ein isolierter Fall eines außergewöhnlichen medizinischen Genies? Die Minoer, eine der faszinierendsten Zivilisationen der Antike, waren nicht nur für ihre beeindruckenden Paläste bekannt, sondern auch für ihre hochentwickelte Schiffbautechnologie. Vor etwa 3500 Jahren bauten sie Schiffe, die ihrer Zeit weit voraus waren, so fortschrittlich, dass ähnliche Konstruktionen erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt wurden. Die Minoer nutzten ausschließlich natürliche Materialien wie Leinenstoff und Harz, um ihre Schiffe zu bauen. Diese Materialien bildeten zusammen ein natürliches Polymer, das die Schiffsrümpfe wasserdicht und außergewöhnlich stabil machte. Das verwendete Leinen war dem Aero-Leinen der frühen Luftfahrt erstaunlich ähnlich, während die Kombination mit Harz moderne Werkstoffe wie Glasfaser in ihren Eigenschaften spiegelte. Neben diesen innovativen Materialien setzten die Minoer auf präzise Bauweisen. Sie verwendeten taperförmige Dübel und starke Verbindungen, um die Planken ihrer Schiffe zusammenzuhalten. Das Ergebnis waren Rümpfe, die nicht nur widerstandsfähig gegen raue See, sondern auch äußerst langlebig waren. Diese Schiffe waren essentiell für den Handel und die militärische Sicherheit der Minoer, die als wahre Meister der Meere galten. Doch mit dem Niedergang der minoischen Kultur um das Jahr 1500 vor Christus verschwand auch das Wissen um diese Schiffbautechnologie. Es dauerte mehr als 3000 Jahre, bis ähnliche Techniken im 20. Jahrhundert wiederentwickelt wurden. Welche Rolle spielten diese Schiffe in der Entstehung von Handelsnetzwerken und der militärischen Dominanz der Minoer? Einige Experten vermuten, dass die minoischen Könige das Wissen um den Schiffbau bewusst unter Verschluss hielten. Die Schiffe waren für die Minoer von strategischer Bedeutung und die Geheimhaltung könnte eine Art Frühform des Technologiemonopols gewesen sein, ähnlich der Geheimhaltung von Atomwaffen im 20. Jahrhundert. Auch die griechische Mythologie könnte einen Hinweis auf die Bedeutung der minoischen Technologien liefern. Daedalus, der geniale Erfinder, lebte auf Kreta und baute unter anderem die Flügel für seinen Sohn Ikarus. Könnte diese Geschichte ein Echo auf die Innovationskraft der Minoer sein? Ihre Schiffe bleiben ein beeindruckendes Beispiel für die verlorene Kunst der Antike. Im Jahr 2014 machte ein Mann mit einem Metalldetektor im Galloway-Gebiet in Schottland eine Entdeckung, die Archäologen staunen ließ. Er fand den Galloway Hoard, eine der reichhaltigsten Sammlungen von Wikinger-Artefakten, die jemals in der Region entdeckt wurden. Zwischen Silberkreuzen, filigranem Schmuck und Reliquien stach ein Objekt besonders hervor. Eine kunstvoll gearbeitete Flasche aus reinem Kristall, eingefasst in goldene Fäden. Die Flasche ist mehr als nur ein prächtiges Schmuckstück. Sie wurde aus einem einzigen Stück Kristall gefertigt und zeigt eine außergewöhnliche Präzision, die auf fortschrittliches handwerkliches Können hindeutet. Auf ihrer Basis findet sich eine Inschrift, die übersetzt lautet: Bischof Hi-Al ließ mich anfertigen. Diese Inschrift verbindet das Artefakt mit einer römischen Werkstatt und datiert sie auf etwa 680 nach Christus. Doch die Flasche ist nicht nur alt, sie war zum Zeitpunkt ihrer Vergrabung bereits ungefähr 200 Jahre alt. Vermutlich wurde sie als Beutestück aus einem Wikingerüberfall mitgebracht und schließlich im Galloway Hoard vergraben. Was die Flasche so besonders macht, ist nicht nur ihre kunstvolle Verarbeitung, sondern auch das Geheimnis, das sie birgt. Wissenschaftler vermuten, dass sie eine seltene Flüssigkeit enthielt, vielleicht ein exotisches Parfüm, ein kostbares Öl oder eine medizinische Salbe. Rückstände an der Innenseite der Flasche werden derzeit chemisch analysiert, um die ursprüngliche Zusammensetzung zu entschlüsseln. Ihre Bedeutung bleibt unklar. Möglicherweise wurde sie bei königlichen Zeremonien oder religiösen Ritualen verwendet. Die Verarbeitung deutet darauf hin, dass ihre Schöpfer ein beeindruckendes Wissen über
über Materialbearbeitung und möglicherweise alchemistische Techniken besaßen. Was enthielt diese kristallene Flasche? War es ein Trank, ein Heilmittel oder ein Duft, der nur den Mächtigsten vorbehalten war? Die Antworten könnten uns einen einzigartigen Einblick in die Vergangenheit geben. Was denkst du, welche Geheimnisse die Flasche birgt? Die Maya-Pyramiden von Tikal, tief im Dschungel Guatemalas, gehören zu den faszinierendsten Bauwerken der antiken Welt. Ihre präzise Bauweise und astronomische Ausrichtung haben Archäologen und Forscher seit Jahrzehnten verblüfft. Doch es sind nicht nur ihre Größe und ihr beeindruckendes Design, die für Rätsel sorgen. Es gibt Hinweise, dass diese Pyramiden für mehr als nur rituelle Zwecke genutzt wurden. Ein besonders mysteriöses Detail ist die Verwendung von Glimmer, einem hochleitfähigen Mineral, das in modernen Technologien wie elektrischen Kondensatoren verwendet wird. Dieses Mineral wurde in den Pyramiden von Tikal entdeckt, doch der Glimmer selbst stammt aus Brasilien, mehr als 3000 Kilometer entfernt. Wie schafften es die Maya, dieses Material über eine so große Distanz zu transportieren? Und warum wählten sie ausgerechnet Glimmer? Manche Forscher glauben, dass die Pyramiden mehr waren als nur religiöse Monumente. Es gibt Theorien, dass die Pyramiden mit Hilfe von Glimmer als Energiequellen dienten oder eine Art technologische Funktion erfüllten, die wir bis heute nicht vollständig verstehen. Vergleiche mit den Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind auffällig. Beide Bauwerke sind astronomisch ausgerichtet und könnten ein tieferes Wissen über den Kosmos und die Energien der Erde widerspiegeln. Dies führt zu einer noch kontroverseren Theorie. Wie gelang es den Maya, Materialien wie Glimmer über tausende Kilometer hinweg zu transportieren? Und wofür nutzten sie diese Fähigkeiten? Ein weiteres Mysterium ist die Grabplatte von König Pakal, die in Palenque entdeckt wurde. Sie zeigt eine Darstellung, die von einigen als ein Mensch interpretiert wird, der in einer Rakete sitzt, mit Flammen, die aus einem Auspuff zu kommen scheinen. Archäologen deuten das Bild als den Baum des Lebens. Doch für Anhänger der Theorie außerirdischer Einflüsse bleibt es ein starker Beweis. Die Pyramiden der Maya bleiben ein Monument der Innovation und ein Rätsel der Geschichte. Waren sie wirklich nur religiöse Bauten oder waren sie etwas weit Größeres? Keladi, eine antike Siedlung im heutigen Südindien, birgt ein erstaunliches Geheimnis. Ein Wasserversorgungssystem, das in seiner fortschrittlichen Bauweise der modernen Technologie erstaunlich ähnlich ist. Diese Tonrohrleitungen, die Archäologen entdeckt haben, sind über 2000 Jahre alt und zeugen von einem bemerkenswerten Verständnis für Hydraulik und Wasserwirtschaft. Das System bestand aus gebrannten Tonrohren, die sorgfältig miteinander verbunden wurden, um Wasser über weite Strecken zu transportieren. Was es besonders macht, ist seine Komplexität. Die Leitungen waren nicht nur auf eine effiziente Versorgung der Stadt ausgerichtet, sondern lieferten Wasser direkt in die Haushalte der Bewohner. Dies war eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass es vollständig ohne moderne Materialien oder Maschinen entstand. Wasser wurde von entfernten Quellen über ein Netzwerk von Leitungen herangeführt. Archäologen glauben, dass dieses System nach denselben Prinzipien funktionierte wie heutige Wasserleitungssysteme, was zeigt, wie weit fortgeschritten die Ingenieurskunst dieser alten Zivilisation war. Einige Experten vermuten, dass die Technologie von Keladi auf die Indus-Tal-Kultur zurückgeht, die bereits Jahrtausende zuvor existierte. Wenn das stimmt, könnte es sich um eine Weiterentwicklung von Wissen handeln, das über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Die Verbindung zu einer der ältesten bekannten Hochkulturen der Welt macht die Entdeckung noch faszinierender. Doch so beeindruckend dieses System auch war, es wirft eine Frage auf. Könnten diese Wasserleitungen ein Vorbild für moderne, nachhaltige Systeme sein? Nach dem Niedergang von Keladi scheint die Technologie nicht mehr genutzt worden zu sein. In späteren Epochen Indiens gibt es keine Hinweise auf vergleichbare Systeme, was darauf hindeutet, dass dieses Wissen in Vergessenheit geriet. Die Wasserleitungen von Keladi zeigen uns, dass alte Zivilisationen oft weitaus fortschrittlicher waren, als wir bisher glaubten. Unsere Reise in die Welt der verlorenen Technologien hat gezeigt, dass die Vergangenheit voller Rätsel steckt. Von den präzisen Wasserleitungen von Keladi bis zu den Pyramiden der Maya mit ihrem geheimnisvollen Glimmer, diese Entdeckungen stellen unser Verständnis von Geschichte immer wieder in Frage. Wer waren die Menschen, die solche unglaublichen Bauwerke und Systeme geschaffen haben? Was könnten wir von diesen antiken Errungenschaften lernen, um unsere eigene Zukunft zu gestalten? Vielleicht hatten diese Zivilisationen ein tieferes Verständnis von Natur, Wissenschaft und Energie, als wir es heute glauben. Doch je mehr wir entdecken,
desto mehr Fragen tauchen auf. Wie konnte ein biomechanisch modernes Implantat in einer ägyptischen Mumie landen? Wurde das Wissen der Minoer über den Schiffbau bewusst gehütet? Oder ging es einfach verloren? Und könnten einige dieser Errungenschaften tatsächlich auf externe Einflüsse zurückzuführen sein, wie manche Theorien behaupten? Die Geschichten, die uns diese Artefakte erzählen, sind eine Erinnerung daran, dass die Vergangenheit komplexer ist, als wir es uns vorstellen können. Sie laden uns ein, die Grenzen unseres Wissens zu erweitern und offen für neue Perspektiven zu sein. Was denkst du über diese verlorenen Technologien? Könnte unser modernes Wissen irgendwann auch verloren gehen? Oder können wir daraus lernen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren spannenden Entdeckungen aus der Welt der Mythen und Geschichte verpasst. Danke, dass du mit uns auf diese Reise gegangen bist. Bis zum nächsten Mal bei Mythenforscher.